In den Ländern Mittelerdes berichtet die Legende vom dunklen Herrscher Sauron und dem Ring, der ihm die Macht verleiht, die Welt zu knechten. Verschollen seit Jahrhunderten, von vielen gesucht, ist er nun in die Hände des unwahrscheinlichsten Geschöpfes geraten, das man sich vorstellen kann. Sauron braucht nur diesen Ring, um alle Länder mit Dunkelheit zu überziehen. Was muss ich tun? Der Ring muss zerstört werden. Der Ring muss wieder in die Feuer des Schicksalsberges geworfen werden. Das Böse dort schläft niemals. Saurons Streitmacht ist schon unterwegs. Sie werden den Ring finden und den töten, der ihn trägt. Frodo! Komm schon, Frodo! Ich kann das nicht alleine tun. Du hast mein Schwert. Und du hast meinen Bogen. Und meine Axt. Diese Aufgabe wurde dir zugeteilt. Und wenn du keinen Weg findest, findet ihn niemand. Der Feind hat viele Späher, Vögel, Ungeheuer. Etwas zieht herauf. Ich kann es spüren. Geht runter von der Straße! Versteckt euch! Denk immer daran, Frodo. Der Ring versucht, zu seinem Herrn zurückzukehren. Er will gefunden werden. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Sie kommen. Wir müssen umkehren! Nein! Ich wünschte, ich hätte den Ring nie bekommen. Zurück in den Teufel! Wäre all dies doch nie passiert. Du wirst deinen Mut finden. Wenn ihr ihn haben wollt, kommt und verlangt nach ihm. Du kannst nicht vorbei! Was treiben ein Elb, ein Mensch und ein Zwerg hier in der Rittermacht? Sprecht rasch! Wir verfolgen Uruk-hais westwärts über die Ebene. 2 unserer Freunde sind in ihrer Gewalt. Sucht eure Freunde, doch macht euch keine Hoffnung. Die ist verloren in dieser Gegend. Wir haben uns verirrt. Ich glaube nicht, dass Gandalf diesen Weg für uns geplant hatte. Es gibt vieles, was er nicht geplant hat, Sam. Das ist unmöglich. Ich kehre zurück. Am Wendepunkt der Gezeiten. Saurons Streitmacht hat mit dem Ansturm begonnen. Er bedient sich Sarumans, um euer Volk zu vernichten. Sie waren unbewaffnet. Und sie wurden nicht gewarnt. Dies ist nur ein Vorgeschmack des Schreckens, den Saruman heraufbeschwört. Ihr müsst kämpfen. Ich werde keinen offenen Krieg wagen. Er steht euch bevor, ob ihr ihn wagen wollt oder nicht. Eine neue Macht erhebt sich. Ihr Sieg ist nah. Eine Armee gezüchtet für einen einzigen Zweck. Um die Welt der Menschen zu vernichten. Führe das Volk nach Helms Klamm. Auf Geheiß des Königs wird die Stadt geräumt! Wo ist sie? Die Frau, die euch dieses Schmuckstück gab. Das Bündnis zwischen Elben und Menschen ist aufgelöst. Unsere Zeit hier geht zu Ende. Arwens Zeit geht zu Ende. Lass sie gehen. Wo ist er? Wir fesseln ihn und lassen ihn hier. Nein! Du weißt den Weg nach Mordor. Es gibt kein Morgen. Für die Menschheit. Der Ring. Frodo, du bist ihm verfallen.
Du hast die Gabe der Vorhersicht. Sag mir, was du gesehen hast. Er wird nicht zurückkehren. Der Widerstand muss halten. Er wird halten. Hier gibt es nichts für dich, nur den Tod. Noch gibt es Hoffnung. Das Auge des Feindes rührt sich. Das Ende ist gekommen. Jeden Tag langt Frodo tiefer nach Mordor. Woher wollen wir wissen, dass Frodo lebt? Was sagt dein Herz dir? Komm her. Komm zu Smeagol. Dies ist deine Prüfung. Jeder deiner Wege durch Wildnis oder Krieg führt einzig zu diesem Pfad. Der Feind überlässt Aragorn niemals den Thron Gondors. Es ist soweit. Gib ihm des Königs Schwert. Folge nun deiner Bestimmung. Der Schatz wird unser sein. Wer will uns umbringen? Niemals! Ich werde ihn nicht wegschicken. Komm, Smeagol. Zug um Zug bewegen sich die Figuren. Er ist hier. Dies ist es also. In euren Augen sehe ich jene Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen versagt. Wenn wir unsere Freunde im Stich lassen und der Bund der Gemeinschaft zerbricht. Aber dieser Tag ist nicht heute. Was auch geschieht, bleib bei mir. Heute kämpfen wir! Du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Wir sehen das Auenland wieder. Du gabst die Gnade der Unsterblichkeit auf. Ich kann dich nicht mehr schützen. Durch Waffenstärke können wir keinen Sieg erringen. Nicht für uns selbst. Aber so kann Frodo sein Ziel erreichen. Hey guys, I'm Dominic Monaghan. I play Merry Brandybuck, or Merry, in the Lord of the Rings trilogy, and this is the 6-film Middle-earth collection. This is the first time ever that the 3 Hobbit films are actually presented with the 3 Lord of the Rings films, and as you can see, it incorporates 30 discs. You can see they're all the extended versions, which are basically the director's cut, the versions that Peter Jackson would want you to watch. Each film is presented in this leather-bound book style, and Peter Jackson actually asked the fans to tell him via social media which were their favorite scenes in each particular film, and those scenes are incorporated into the artwork. Is going to give you a real thrill. If I can get to the first Lord of the Rings film right here, The Fellowship, you might be able to see a very young version of me. Here's the hobbits trying to defend themselves from the Nazgul. There's me 20 years ago. Look exactly the same, don't I? And these pictures are just absolutely gorgeous. So they all come in these leather-bound books in this kind of Hobbit-style bookcase, which is relatively heavy, but you can see just how ornate it is. You can see this little space at the bottom here comes with this book, which imitates the book that Bilbo was writing in, which he then gives to Frodo. And that book is filled with some stunning artwork from John Howe and Alan Lee and Daniel Reeve. And if you know and like the world of Middle-earth, you're aware that maps are extremely important in that world. And here's some beautifully aged
maps. Peter Jackson asked the fans what their all-time favourite scenes were. And in The Hobbit, the fans voted for the scene where the dwarfs are in the barrels going down the river. So you get all of this.